Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute rocken wir den Standard Bull Terrier. Tolle Hunderasse. Wahnsinnig tolle Hunderasse. Nun, hat die Rasse-Hundeliste mit diesem Hund begonnen? Mit diesem Hund selbstverständlich nicht. Die Rasse-Hundeliste hat mit Leuten begonnen, die mit Hunden nicht umgehen kann. Doch der Bull Terrier, der Standard Bull Terrier, hat da ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Davon bin ich überzeugt. Sie wissen ja, in den 80er Jahren, da kannte man den Bull Terrier schon recht gut bei uns. Zu einer Zeit, wo von einem American Pit Bull Terrier oder Amstaff oder Staffordshire Bull Terrier noch lange nicht die Rede war. Damals schon war dieser Hund mit Legenden und Mythen behaftet. So sagte man, er hat einen derartig massiven Kopf, dass er damit jede Tür durchbrechen kann. Außerdem behauptete man, sein Schädelknochen wäre derartig massiv, dass selbst aus Faustfeuerwaffen abgeschossene Projektile daran abprallen. Dieser Hund war so stark, dass er jeden Leoparden den Kopf abbeißen konnte. Und außerdem sollte er irgendeine komplizierte Mechanik im Kiefer innehaben, die ihn daran hindert, den, wenn er mal geschlossen ist, wieder zu öffnen. Also eine Art mechanische Gebisssperre. Ja, das konnte dieser Hund alles. In den frühen 80er Jahren, 81, 82, war 11, 12 Jahre alt, schon hoch interessiert am Thema der Hunde. Wenn ich da irgendwo einen Bull Terrier gesehen habe, bekam ich solche Augen, denn das war ja dieser Hund, der im Alleingang ganze Völker ausrotten kann. Selbstverständlich imponierte mir das. Ja? Also Sie wissen, wie das ist, wenn Sie als Kind derartig fantastische Geschichten vernehmen. Ja, so war es auch bei mir. Was hat das Ganze jetzt mit der Rasse-Hundeliste zu tun? Nun schauen Sie, Hunde, denen man derartig fantastische Dinge nachsagt, sprechen irgendwann mal auch ein gewisses Klientel an. Ist so. Die wurden selbstverständlich von völlig vernünftigen Leuten, Rasseliebhabern gehalten, aber auch von Menschen, die in Hunden Statussymbole sind. Ich weiß, dass der Bull Terrier Fuß gefasst hat im Rotlichtmilieu. Ich weiß das. Ja. Es war ja so, dass in den 70er und 80er Jahren einer der Lieblingshunde der Rotlichtszene der Dobermann war. Das weiß ich. Aber auch der Bull Terrier war da der einen oder anderen Hand eines Stritzes, wie wir in Wien sagen. Doch konnte man niemals diese Art Staub aufwirbeln mit diesen Hunden, wie man sie schnell mal mit dem Dobermann aufgewirbelt hat. Bull Terrier waren hier schwieriger in diese Richtung zu bewegen. Liegt an ihrer Selektion, Sie wissen das, Sie wissen, was ich meine. Dennoch war so. Es gab ja auch viele Geschichten, die in der Zeitung standen. Schauen Sie, da gab es eine gewisse Frau, Wanda Kuchwalek, bekannt als die wilde Wanda. Die war in den 70er und 80er Jahren der einzige weibliche Zuhälter Österreichs. Die hat sich in dieser Männerdomäne Respekt verschafft. Und soweit ich weiß, waren ihre Geschichten bis nach Hamburg bekannt. Also die kannten auch ihre Berufskollegen in Hamburg, soweit mir bekannt ist. Ja. Ich habe sie 2-3 Mal gesehen, denn sie hatte einen Stammcafé in 1210 Wien, in der Nähe, wo ich lebte. Da war mal eine Geschichte, die hat nämlich einen Bull Terrier besessen, einen weißen Rüden mit schwarzem Monokel. Und da geschah etwas, und zwar in diesem Kaffeehaus, in diesem Lokal, in welchem ich damals von dem deutschen Boxer Cäsar auf die Bank geflüchtet bin. Diese Geschichte können Sie sich anhören in dem Video, wo es über den deutschen Boxer geht. Diese wilde Wanda, damals nicht mehr tätig als Zuhälterin, aber immer noch berühmt-berüchtigt, 1991 war das, betrat dieses Lokal mit ihrem Bull Terrier. Und zu später Stunde kam es da zu einem Streit mit einem anderen Gast da drinnen, der sich über ihren harmlosen Hund lustig machte, denn der war harmlos, der Bulli. Wanda sprang auf und versetzte diesem Herrn in ihrem Zorn, in der Rage, einen Halsstich. Ja, der überlebte das, aber der stand in der Zeitung und so weiter. Derartige Geschichten von einer gewissen Szene in Begleitung von gewissen Hunden, unter anderem dem Bull Terrier, der ja damals wahnsinnig schon polarisierte, was er auch heute noch tut, allein aufgrund seiner Kopfform. Ja.
die brachten den Stein etwas ins Rollen. Man kam vom Bull Terrier dann auf den American Pitbull Terrier und so weiter. Es entstanden Mixe wie Band Dogs und so weiter. Ja, eins ging ins andere und die Rassehundeliste entstand. Das ist so. Also ich wiederhole mich. Der Hund hat sicher keine Schuld daran, dass die Rassehundeliste entstanden ist, aber er hat da schon ein Wörtchen mitzureden. Davon bin ich überzeugt. Kratzen wir kurz mal die Geschichte dieses wahnsinnig tollen Hundes an. Ich habe sie ja schon detailliert erklärt beim Video über den American Staffordshire Terrier und beim Video über den American Pitbull Terrier. Die Geschichte des Standard Bull Terriers ist genau die gleiche wie die seiner 3 Geschwister. Eigentlich sind es 4 Geschwister, wenn wir den Miniatur Bull Terrier dazu nehmen. Ja. Dennoch, ich kratze die kurz mal an, etwas komprimiert, detaillierter erzähle ich dir ja in den beiden Videos seiner Verwandten. Vielen ist ja bekannt, dass im 19. Jahrhundert Großbritannien die Hochburg der Tierkämpfe darstellte. Tierkämpfe gab es über den ganzen Globus, aber Großbritannien war da die Hochburg für so etwas. Ganz beliebt war da dieses Bullbaiting, wo man auf Jahrmärkten gegen Wetteinsätze Bulldoggen gegen Stiere in den Kampf, also gegen Bullen in den Kampf schickte. Die hatten die Aufgabe, die Bullen an der Nase zu packen. Und der Hund, welcher das am längsten schaffte, bevor er durch die Luft katapultiert wurde, wo sie dann von den Besitzern zumeist mit dem Rücken aufgefangen wurden, ja, dass sie nicht zu hart am Boden aufschlugen, der Hund gewann. Ja, und der Besitzer streifte halt die Wetternamen ein. Es blieb nicht nur beim Bullbaiting, die Hunde wurden auch gegeneinander in den Kampf geschickt und so weiter. Doch die Bulldoggen enttäuschten da die Leute, denn die verbissen sich ineinander und taten dann nicht mehr viel. Die wollten etwas Spektakuläreres sehen. Man wusste, die Terrier, die waren dafür berühmt für ihre abwechslungsreichen, spektakulären Kampfstile, für ihr Feuer. Also kreuzte man die Bulldoggen mit den Terriern und der Bull Terrier blickte das Licht der Welt. Ein Hybrid, ein Hund, der die Kraft, den Mut, die Power, die Zähigkeit hatte, den Todesmut der Bulldoggen und aber gleichzeitig auch das Feuer, das Temperament, den abwechslungsreichen Kampfstil der Terrier besaß, der Bull Terrier. Auch der wurde gegen Bullen in den Kampf geschickt, beim Bullbaiting, beim Donkeybaiting gegen die Esel. Ja, draußen hat ein Hundebesitzer eine Meinungsverschiedenheit mit seinem Hund. Er dürfte ihm aktuell gerade nicht so wirklich folgen. Ja, soll so sein. Viel Glück. Donkeybaiting gegen Esel. Esel sind verheerende Gegner. Nur das habe ich schon mal gesprochen, gegen Pferde, gegen Affen, gegen Dachse, gegen Bären. Man ließ ja auch mal, das ist belegt in einem der Bände von Dr. Dieter Fleig, auf einem Jahrmarkt gegen einen in einem Käfig gesperrten Löwen kämpfen, 5 Bull Terrier. Einer überlebte das. Und natürlich gegen sich selbst. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Diese Hunde wurden auf verschiedene Art und Weise selektiert. Speziell wurde hier der Fokus gelegt auf Beisamung Menschen gegenüber. Jeder musste zu jeder Zeit dazu fähig sein, einen der Hunde aus dem Kampf nehmen zu können, ohne dabei gebissen zu werden. Wenn dabei ein Hund dabei gewesen ist, der um sich gebissen hat, wurde der Hund aus der Zucht entfernt. Mit dem wurde nicht weiter gezüchtet, die wurden zumeist getötet. Ja, also die gingen durchs Feuer. Es gab da auch dieses Rat-Baiting. Dabei hatten diese Kampfhunde die Aufgabe, so viele Ratten in so kurzer Zeit wie möglich zu töten. Und da gibt es einen Hund, der diesen Rekord bis heute hält. Mir ist jetzt sein Name entfallen, da müsste ich nochmal in den Lektüren Kampfhunde 1 und Kampfhunde 2 von Dr. Dieter Fleig nachblättern. Der schafft es tatsächlich in 100 Minuten 1000 Ratten tot zu beißen. Das war ein weißer Bull Terrier und eigenartigerweise setzten sich diese weißen Bull Terrier bei diesem Rat-Baiting durch. Weshalb, das weiß man nicht, aber die waren besonders für diese blutige Sportart, Belustigung, wo es ja auch um viel Geld ging, geeignet. Ein gewisser Mr. James Hinks, der erhielt im Jahr 1850 einen Wurf weißer Bull Terrier, welchen allen der Stopp fehlte. Der Stopp ist, das ist der Oberkopf, dann kommt der Stopp und dann kommt der Fang. Haben alle Hunderassen bis auf den Bull Terrier. Es gibt zwar Hunderassen, die einen nur sehr geringen Stopp oder fast fehlenden Stopp haben, wie zum Beispiel einige Fila Brasileiros, doch einen absolut fehlenden Stopp, wie der Bull Terrier, hat keine Hunderasse. Diesem Mr. Hinks gefiel diese Kopfform, dieses Downface, der forcierte das und züchtete nur mehr mit weißen Bull Terriern mit fehlendem Stopp weiter. Und so war dieses Downface beim Bull Terrier ja, mehr oder weniger
entstanden, das ihn heute sehr stark von seinen anderen Geschwistern unterscheidet. Doch nicht nur das. Das Downface, ich blende das mal ein, das typische, ja, gleich zu erkennen, der Kopf, typisch Pole hat nur er. Ja. Ja, also so kam das zum Vorschein und hat sich bis heute beibehalten. Zum Glück, denn mir gefällt das sehr gut. Geschmackssache, aber ich bin fasziniert von dieser Kopfform. Gehen wir kurz mal zum Standard. Und hier ist es so, dass es beim Bull Terrier immer heißt, dass dieser Hund eine maximale Substanz zur Größe vorweisen soll. Es gibt also nirgends Limits. Doch in der Praxis können Sie bei diesem tollen Hund mit Schulterhöhen bis zu 55 cm rechnen. Er ist also der größte seiner Geschwister und eigentlich auch der schwerste. Denn wirklich kapitale Bull Terrier Rüden reichen schon weit über 40 Kilo Gewicht. Das ist ein ziemliche Brocken. Und einige behaupten ja, der Bull Terrier wäre Pound for Pound der stärkste Hund der Welt. Ja, es sind kurzhaarige Hunde wie alle Bull Terrier mit so gut wie keiner Unterwolle und auch bei den Farben können sie im Teich fischen. Ja, also die bieten so gut wie alle Farben. Ich sah sie noch nie in Merle und auch nicht in Blau mit diesem Delusion gehen, was auch gut ist. Aber ansonsten bieten sie so gut wie alle Farben. Die berühmteste Farbe ist dieses Weiß und dann haben sie zumeist noch ein Monokel. Entweder links, rechts, völlig egal, in dunkelbraun gestrahlt oder in schwarz. So sehen die meisten Bullis aus. Auch der Bull Terrier meiner Eltern, der ist 13,5 Jahre alt geworden, der Paco sah so aus. Und die meisten Bull Terrier, die ich sonst noch kannte, waren ebenfalls alles weiße Bull Terrier. Nicht alle, aber die meisten. Es gibt zwei Dinge, die ihn gravierend von seinen anderen Geschwistern unterscheiden in der Optik. Und das ist erstmal die Kopfform, die ganz einzigartig ist, dieses Downface mit fehlendem Stopp. Und dann das natürliche Stehohr. Auch das unterscheidet ihn von seinen anderen Bull Terrier Geschwistern. Denn während der Staffordshire Bull Terrier, der American Staffordshire Terrier und der American Pitbull Terrier ein Rosenohr vorweisen, das früher lange Zeit kopiert wurde und auch heute noch in manchen Ländern kopiert wird. Bei uns ist es ja mittlerweile verboten, in den meisten Ländern Mitteleuropas, hat der Bull Terrier kein Rosenohr, der hat ein natürliches Stehohr. Und diese Kombination natürliches Stehohr und dieses Downface, noch dazu dieser, möchte ich schon sagen, pyramidenförmige Kopf mit den tief eingesetzten, fast schon Schlitzaugen, ergeben ihnen ein ganz, ganz spezielles Aussehen. Einige Menschen fühlen sich da nicht so angetan von diesem Kopfausdruck. Mich fasziniert. Ich liebe die Köpfe der Bull Terrier, eine Geschmackssache. Ja. In der Gesamterscheinung ist er gleich klar erkennbar ein Bull Terrier. Also die haben alle ein ähnliches Bewegungsmuster, eine ähnliche Körperform. Die haben eine ähnliche Aura, die sie ausstrahlen. Also wenn Sie einen Staffy, einen Amstaff und einen Pit und einen Bull Terrier dastehen haben, erkennen Sie sofort, die vier sind miteinander verwandt. Da geht nichts drüber. Wobei die ersten drei genannten alle über eine ähnliche Kopfform verfügen und hier der Bull Terrier, der Standard Bull Terrier, sich schon stark davon unterscheidet, aber dennoch, man erkennt sofort, das ist ein Bull Terrier. Der Charakter des Bull Terriers, ja, generell hat dieser Hund einen wahnsinnig tollen Charakter. Gehen wir mal zur Familientauglichkeit. Also gehen wir das detailliert mal an. Also das ist ein Bull Terrier, da muss ich nicht viel mehr sagen. Bullies sind genauso wie ihre Geschwister höchstwahrscheinlich die besten Familienhunde der Welt. Verfolgt vom Boxer, dann kommen die anderen Hunderassen. Das sage ich nicht nur so, das ziehe ich mir nicht aus der Nase. Ich habe das so oft erlebt. Ich habe Bull Terrier, egal welchen Typs, ausnahmslos als herzliche, wahnsinnig kinderliebe Hunde erlebt. Als Clowns zu Hause, Schmuser. Was Tolleres in der Familie gibt es in der Hundewelt nicht. Und hier macht auch der Standard Bull Terrier keine Ausnahme, möchte ich sagen. Sportliche Aktivitäten. Der Bull Terrier ist ein Hund mit überschaubarer Triebigkeit. Mir ist besonders aufgefallen, dass diese Hunde im Unterschied zu ihren Geschwistern, die oftmals permanent triebig sind, also Pitbulls können hier schon wahnsinnig triebig sein. Auch Amstaffs können wahnsinnige Triebigkeit vorweisen. Es gibt natürlich auch ruhigere Vertreter. Ich spreche kurz mal wieder das Thema Individualität an. Also das ist natürlich immer eine Sache der Individualität. Das wissen wir, aber wir nehmen das Große. Die Bull Terrier sind, das ist mir sehr häufig aufgefallen, das ist eine Tagesverfassungsgeschichte bei denen. Ja. Die sind oftmals so drauf, dass sie
ihnen zu verstehen geben, komm, heute reißen wir alles nieder, heute ziehen wir 3-mal rund um den Globus. An anderen Tagen wiederum sagen sie nach 10 Minuten, ich mag nicht mehr, ich gehe nach Hause. Sie sind auf jeden Fall weit weniger triebig als es Speeds sind, sind weniger triebig, bewegungsfreudiger als es M-Staffs sind. Und ich möchte ihnen sogar andichten, dass sie etwas weniger Bewegungsdrang haben als die Staff Bullies, also die Staffordshire Bull Terrier. Allerdings, wie gesagt, es kommt schon auf den Hund selbst auch an. Und wenn ein Bull Terrier mal so drauf ist, dass er sagt, heute geben wir Gas, dann geben die wirklich Gas. Die gehen dann auch mit ihnen joggen, die gehen dann die machen mit ihnen Hiking über die höchsten Berge und alles. Doch es kommt darauf an, wie die drauf sind. So sind sie mir in Erinnerung. Ich kann das bestätigen beim Bull Terrier meiner Eltern, ich kann das bestätigen bei den beiden Bull Terriern meines damaligen besten Freundes. Ich habe das schon so oft gesehen. Sie sind generell sehr bewegungsfreudige Hunde, wenn sie dementsprechend aufgelegt sind. Sie verstehen schon, was ich meine. Leistungstechnisch allgemein, ja, das ist ein Bull Terrier. Und nochmal, ich habe schon gesagt, für viele Leute gilt der Standard Bull Terrier als Pound for Pound der stärkste Hund der Welt. Die haben wahnsinnige Kraft und ich möchte Folgendes behaupten. Ich behaupte, dass sie, wenn es rein um die Körperkraft geht, um Schmalz, um die Power geht, dass sie vielleicht die stärksten sind, der Bullies. Das kann leicht sein. Doch wenn es um die allgemeine Leistungsfähigkeit geht, ziehen ihm die anderen Geschwister davon. Lassen Sie mich das so erklären. Schauen Sie, neben dem Rottweiler und dem deutschen Schäferhund habe ich mit Bull Terrier am meisten in meinem Leben zu tun gehabt. Am wenigsten von den Bull Terriern mit den Staffordshire Bull Terriern, mit den kleinsten, aber mit Standard Bullies, mit Pits und mit M-Staffs sehr viel. Sie kennen sicher, oder vielleicht ist Ihnen der Begriff Spring Bowl bekannt. Das Spring Bowl Training, eine Trainingsart, die alle Bull Terrier lieben. Ja. Die lassen jedes Ballspiel, die lassen alles links liegen, wenn es zum Spring Bowl Training geht. Also mein Attila wäre da 3 Tage gegangen. Der hätte nur abgesetzt, um Wasser zu trinken, aber der hätte nicht geschlafen, er hätte auf Schlaf verzichtet. Springboard Training, das ist ein geknüpfter Strick oder ein Strick, der, wenn es ganz optimal ist, auf einem beweglichen Galgen befestigt wird. In einer Höhe, dass der Hund etwa in diesem Winkel dranhängt, sodass er mit den Hinterläufen, also mit den Hinterbeinen, noch guten Bodenkontakt hat und den in etwa dass der Kopf ist in diesem Winkel am Springbowl draufhängt und dann arbeiten kann. Und da arbeiten die stundenlang manchmal. Ja, Wahnsinn! Ich sah schon oftmals Video, wo diese Springbowl-Trainings auf falsche Art und Weise praktiziert werden, wo der Springbowl zu hoch gehängt wird und wenn dann ein 40 Kilo Bull Terrier mit vollem Körpergewicht ohne Bodenkontakt da oben hängt und arbeitet, dann ist das nicht unbedingt ganz gesund für die Wirbelsäule. Auch dann nicht ganz gesund für die Wirbelsäule, wenn dieser Springbowl zu niedrig hängt und der Hund etwa in diesem Winkel arbeitet. Ja, auch dann geht das schwer auf die Wirbelsäule. Also das ist etwa der richtige Winkel. Ich hätte hier ein Video einblenden sollen, wie es richtig zu praktizieren wäre. Doch das ist ein Training, das Bull Terrier Rassen lieben. Ja, da wird der ganze Körper trainiert, die powern sich da aus. Und wie gesagt, mein Attila hätte das tagelang gemacht, ohne Pause. Ich sah unzählige Bull Terrier beim Spring Bowl Training, unzählige Standard Bull Terrier, unzählige M-Staff Speeds und ich sah auch schon Staffordshire Bull Terrier dabei. Und mir ist besonders aufgefallen, dass die Bewegungsart auf den Spring Bowl, wenn diese verschiedenen Bull Terrier Rassen damit arbeiten, während sich die 3 Bull Terrier Typen mit den ähnlichen Köpfen, Pete, Steffi, ähnlich bewegen, nämlich wie eine Schlange, geschmeidig beweglich, war hier der Standard Bull Terrier, Downface-Geschichte, immer der ehehandste. Bei diesem Hund erschien es mir immer so, als würden ihm seine mächtigen Muskeln dabei stören, sich so geschmeidig bewegen zu können wie die anderen. Außerdem behaupte ich, dass er immer derjenige war, der zuerst genug davon hatte. Ich habe das so oft gesehen. Ja, das sind tolle, leistungsfähige Hunde. Standard Bullies können enorme Sprintgeschwindigkeiten erreichen, auch sehr ausdauernd sein. Wahnsinnige Sprungkraft, sie sind schnell, sie sind stark, alles, aber sie hinken im Thema allgemeine Leistungsfähigkeit ihren 3 Geschwistern etwas hinten nach. Sie sind vielleicht, sicher sogar, davon bin ich überzeugt, die Muskelkraftstärksten, aber sie haben nicht ganz die Ausdauer wie ihre anderen Geschwister. Sie
sind weit weniger beweglich als ein Pit. Sie sind aber auch weniger beweglich als ein Amstaff und weniger beweglich als der Staffy. Davon bin ich überzeugt. Dennoch sind es wahnsinnig leistungsfähige Hunde, ja, die sich gern auspowern. Liebe Zuseher, das soll die Leistungsfähigkeit eines Bullies, eines Standard-Bullies nicht schmälern. Hören Sie, ich liebe diese Hunderasse und ich weiß, was die drauf haben. Aber das ist nun mal so. Es gibt allerdings Unterschiede. Es gibt ja auch beim Bullterrier die, sag ich mal, die normalen, die Showlinien und es gibt auch Arbeitslinien. Ich blende mal so eine Arbeitslinie ein. Also hier sehen Sie schon, diese Hunde gehen zwar kopftechnisch komplett in den Standard-Bully hinein, aber körperlich unterscheiden die sich völlig. Die gehen körperlich weit mehr in den M-Pit hinein. Das sind arbeitstaugliche Bullterrier, mit denen mit Vorliebe aufs Wildschwein gearbeitet wird. Also die sind für die Wildschweinjagd als Packer mit Vorliebe im Einsatz. Diese Hunde sind weit schneller als der normale Bullterrier, den sie draußen begegnen. Die sind schlanker, also viel leichter, aber explosiver, schneller, ausdauernder. Hier sieht die Sache mit der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu seinen anderen Geschwistern schon völlig anders aus. Denn die ziehen mit Pits oder M-Staffs gleich. Aber der normale Bullterrier, er ist der größte, er ist der schwerste, aber er ist auch der etwas unbeweglichste. Nochmal zurück. Dafür hat er wahrscheinlich die meiste Muskelkraft vorzuweisen. Also, ein sportlicher Hund, das ist unbestritten, der in der allgemeinen Leistungsfähigkeit etwas hinten nachhinkt zu seinen anderen Geschwistern, aber dennoch ein wahnsinniger Leistungskanone ist. Die Trainierbarkeit, ja, also wenn Sie ein Mensch sind, der es auf den Abrichtersport abgesehen hat, ja, dann sollten Sie die Finger vom Bullterrier lassen. Nein, man kann ihm schon Grundkommandos beibringen, Platz, Sitz, Steh, hier, Fuß und so weiter, gar keine Frage, haben auch die Eltern, meine Eltern Paco beigebracht, wir hatten sogar Schutzarbeit mit Paco gemacht, kann mich noch auf seinen eisernen Griff erinnern, da dachte man, man hätte den Arm in einem Schraubstock eingespannt, doch beim Ablassen benötigt er immer Hilfe, das war nicht so seine Welt, aber das ist selten die Welt der Bullterrier, das Ablassen, ja, auf Kommando. Das sofortige Ablassen auf Kommando. Da musste man oft nachhelfen. Auch bei unserem Pit war das so. Doch die Trainierbarkeit am Platz, am Abrichterplatz, also ein Gebrauchshund ist er nicht. Bullterrier laufen irgendwie zu gut aufgelegt durch die Welt, zu unseriös. Wenn Sie den drillen auf Kommandos, ja, dann, ja, okay, habe ich verstanden, ja, wir können drüber reden und so, ja, die funktionieren weit unseriöser zum Thema als die Gebrauchshunderassen. Ja, es mag Ausnahmen geben und ich sah auch schon herrliche Arbeiten mit M-Staffs. Es wird auch den einen oder anderen Standard-Bully da draußen geben, mit dem man wirklich schöne Arbeiten am Abrichterplatz hinlegen kann, aber der typische Gebrauchshund ist er nicht. Ja, wenn dieser Hund gut erzogen ist, wenn Sie ihn an Kommandos gut heranführen mit Händchen, dann wird der Hund jedes Mal gehorchen, wenn Sie ihm ein Kommando geben, mit ihm unterwegs sind. Weiß ich nicht, Django komm her oder Django hier, wird der Hund kommen. Aber, wie gesagt, nochmal, wenn Sie es auf den Abrichtersport abgesehen haben, also Trainierbarkeit in Bezug zur Abrichtersport, eher nur bedingt. Ja. Also Bullterrier-Fans werden das mit Sicherheit wissen. Thema Wach- und Schutzhund beim Bullterrier ist eine heikle Sache. Der Bullterrier war nie ein guter Schutzhund. Das hat mit seiner Selektion zu tun. Das sind Hunde mit stark ausgeprägter Beisemmung, Hunde, die sehr fremdenfreundlich sind. Die meisten Bullterrier, die ich persönlich kannte, die hätten Einbrecher eher begrüßt als sie gebissen. Ja. Schauen Sie, der Bullterrier gehört zu den Hunderassen, oder steht in der Statistik der aus Auto gestohlenen Hunderassen ganz oben. Es hat sich herumgesprochen, dass diese Hunde sehr fremdenfreundlich sind. Die werden häufig aus nicht versperrten Autos gestohlen, wenn die da auf ihre Besitzer warten, während die einkaufen sind oder ähnliches. Ja. Also das sollte man bei Dobermännern, deutschen Schäferhunden, Rautes, Schnauzern und so weiter nicht versuchen. Ja. Bullterrier werden da oft rausgestohlen. Ja. Also generell ist der Bullterrier kein guter Schutzhund. Körperlich hat das noch lange drauf. Also wenn Sie im Besitz eines Bullies sind, der natürlichen Schutztrieb hat, ja, also dann müssen Sie sich nicht mal vor einem T-Rex fürchten, möchte ich mal sagen. Ja. Aber der natürliche Schutztrieb ist selten bei Bullterriern da. Ich kannte einen Bullterrier, der wurde auf diese Neigung hin trainiert. Doch ist es dann oft so, dass diese Hunde im Alltag weit schwieriger zu führen sind als Hunde, die einen natürlichen Schutztrieb vorweisen. Ich habe das schon mal gesagt. Schauen Sie, Hunde mit natürlichem Schutztrieb, das ist dann eine Eigenschaft, die geht auf im Charakter. Die Hunde, die Eigenschaft kommt dann zum Tragen, wenn es wirklich notwendig ist. Also die können draußen sehr gut zwischen Freund und Feind unterscheiden. Bei Hunden, welchen man diese
Eigenschaft antrainiert, weil sie ihnen auf natürliche Art und Weise fehlt, ja, die sehen oftmals dann draußen in allem und jedem einen Feind. Und das kann ihnen bei einem Bullterrier natürlich geschehen. Wenn sie einen Bullterrier erwerben und keinen natürlichen Schutzhund damit dann besitzen, und das wird in 90% der Fällen leider so sein, ist so, ne? Und dem dann das Ganze antrainieren, dann kann der Hund schon sehr schwierig werden. Also passen Sie auf, wenn Sie das vielleicht vorhaben mit einem Bullterrier. Wenn ich es von Anfang an auf einen typischen Schutzhund abgesehen habe, ja, wäre der Bullterrier nicht meine erste Wahl. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Bei Begegnungen mit Artgenossen ist der Bullterrier grundsätzlich ein freundlicher Hund. Ein Hund, der eher Freundschaft als Streit sucht. Dennoch ist es ein Bullterrier. Und das meine ich so, schauen Sie, diese Hunde haben eine Kampfeslust ganz tief in sich drinnen verwurzelt. Und wenn ein Bullterrier mal Freude am Kampf findet, dann drehen Sie den nicht mehr um. Niemand von Ihnen, auch Sie nicht. Und wenn Sie der größte Profi der Welt sind. Sie können viel Feuer aus der Sache nehmen, aber umdrehen tun Sie diesen Hund nicht mehr. Da drehen Sie alle anderen Hunderassen vorher um, bevor Sie einen am Kampf erfreuten Bullterrier wieder zurückdrehen. Das geht nicht. Ich kannte einige Bullterrier, die in diese Richtung abgerutscht sind, in der Hand, also im Besitz von erfahrenen Hundeleuten. Die schafften das alle nicht. Hier müssen Sie sich dann damit abfinden, dass er das bis an sein Lebensende beibehält. Und dementsprechend führen, dementsprechenden Situationen gegenübertreten. Doch das ist nicht in Stein gemeißelt, dass Bullterrier Streit suchen. Die sind oftmals sehr tolerant. Bei Hundebegegnungen toleranter als andere Hunde. Ein Beispiel zum Beispiel, Sie kennen die Situationen, wenn ein Hund zu aufdringlich wird und von einem Hund, der sich dort zu sehr bedrängt fühlt, verwiesen wird. Ja? Dieser bedrängte Hund beißt manchmal etwas hin und sagt, verschwind jetzt endlich, lass mich in Ruhe. Hier kann schon geschehen, dass der Hund, der den Aufdringlichen darstellt, nach 2-3 Mal Verweisen dann selbst zurückschlägt und sagt, ja, ich bin zwar sekant, aber beißen musst du mich nicht, jetzt beiße ich zurück. Bullterrier sind oft viel toleranter als andere Hunderassen in solchen Situationen und lassen sich sowas mit Wedeln bei Rute viel länger gefallen als andere Hunde. Doch selbstverständlich haben auch die manchmal genug, ja. Aber nochmal, generell sind das keine streitlustigen Hunde. Sie neigen dazu, wenn sie mal Spaß an der Sache gefunden haben, dann kracht's heftiger bei Ihnen als bei anderen Hunden. So sei es vielleicht besser ausgedrückt. Sie verstehen, was ich meine. Passen Sie auf, dass Sie hier mit dem Hund immer einen gewissen Level halten. Manchmal ist man ja chancenlos. Ja? Manchmal, speziell wenn man in Gebieten lebt, wo Menschen auf ihre Hunde weniger Acht geben und ihre Hunde in jeden reinlaufen lassen. Sie kennen die Geschichten, wutsch, auf einmal ist ein Hund da, zischt in Sie und Ihrem Hund hinein und weit und breit kein Besitzer zu sehen. Und das kann oftmals böse enden, denn manche Hunde erschrecken sich dann und fürchten sich dann vor Begegnungen mit fremden Hunden. Andere Hunde schalten aber auf Dominanz, auf Überdominanz um, ja, und funktionieren dann eher weniger gut bei Begegnungen mit anderen Hunden, aber nicht in ängstliche Richtung, sondern in aggressive Richtung, und das kann Ihnen dann selbstverständlich auch mit einem Bullterrier passieren. Also da können Sie dann gar nichts dafür, aber Ihr Hund, das Sozialverhalten, das gesunde, normale Sozialverhalten anderen Hunden gegenüber kann hier selbstverständlich von Ihrem Bullterrier dann auch zerstört werden, und dann haben Sie einen Kämpfer. Und nochmal, kämpfende Bullies, egal welchen Typs, das ist kein Spaß. Ja, aber generell ein Traumhund. Ganz kurz mal einige Geschichten von Bullterrier, die ich persönlich gekannt habe. Also 80er Jahre, 81, 82 war es, hatten wir in der Gegend bei uns einen Bullterrier, den Artus, gefürchtet, ein weißer Bullterrier mit schwarzem Monokel, der eben mit derartigen Legenden und Mythen behaftet war. Was der nicht alles kann und nicht alles tun würde und aufpassen. Meine Eltern haben mir schon früh beigebracht, die wussten ja, ich liebe Hunde. Wenn du einen Hund streicheln willst, dann grüßt du, dann fragst du, ob du das darfst. Und wenn du das darfst, kannst du das immer noch tun. Ich habe mich immer daran gehalten, aber ich brav. Artus, über den hörte ich Horrorgeschichten. Der hat mich fasziniert, was ist das für ein Hund? Und ich traf den einmal und blieb stehen, stellte mich vor, fragte, damit darf ich den Hund streicheln? Die gestattete mir das. Von dem Tag an waren Artus und ich die besten Freunde. Und wenn der mich kommen sah, von der Ferne, wie der Zuseher, der begann zu schreien, nicht zu bellen, zu schreien vor Freude,
so laut, dass die Fenster geöffnet wurden und Leute, die mich sahen als Kind mit diesem gefürchteten Hund spielen, ja, der spielte sich herzlich mit mir, die griffen sich am Kopf. Wahnsinn, wie kann das sein? Wir wurden die besten Freunde, Artus und ich. Mein bester Freund, mit dem ich damals dieses Erlebnis mit dem kaukasischen Off-Jogger hatte, wo wir den Welpen von ihm retteten, der hatte 2 Bullterrier, die Ambra, eine weiße Bullterrier-Hündin mit Monokel, und nein, die hatte kein Monokel, Verzeihung. Und den hieß ebenfalls Artus, einen Rüden, der war weiß mit einem Monokel. Hunde können sich verlieben, davon bin ich überzeugt, so wie wir Menschen. Und Ambra war die große Liebe meines American Pitbull Terriers Attila. Und ich sage Ihnen was, mein Attila liebte alle Hündinnen. Rüden waren seine Todfeinde, aber er liebte Welpen und Hündinnen. Aber Ambra, wenn er die sah, sprangen ihm die Herzchen aus den Augen. Der war verliebt in diese Hündin. Die waren ein Liebespaar. Ja. Ebenfalls 2 Top-Bull-Terrier, und Ambra und Attila trainierten oftmals zusammen, gleichzeitig am Springbowl Training. Also einer hing unten, einer hing oben, und die arbeiten am Springbowl oftmals eine Stunde lang. Gaben sich die 2. Ja. Paco, der Bullterrier meiner Eltern, 13,5 Jahre alt geworden, war ebenfalls ein weißer Bullterrier mit schwarzen Monokel, ein Traumhund. Ich liebte diesen Hund, der jedes Mal, wenn ich zu Besuch zu meinen Eltern kam und mich mit dem Auto dem Grundstück näherte und meine Eltern Paco sagten, Ronny kommt, begann der ganz Bullterrier typisch im Kreis zu laufen, ja, und dann das ganze Grundstück entlang, dann wieder zurück, wieder im Kreis zu laufen. Er liebte mich, ich liebte ihn. Also, und ich habe dann mal im Video Dogo Argentino Rottweiler erzählt, dass der Dogo, den ich damals auf dieser Ausstellung gerichtet habe, das beeindruckendste Gebiss besessen hat, das ich jemals bei einem Hund gesehen habe. Paco besaß das zweitbeeindruckendste Gebiss, das ich jemals bei Hunden gesehen habe. Nicht, weil es der Bullterrier meiner Eltern war, sondern weil es Fakt war. Der hat ein Gebiss wie ein Krokodil, sagen wir das. Paco war, wie gesagt, ein weißer Bullterrier mit der schwarzen Monokel, und hier kurz mal zur Farbe Weiß. Man sagt den weißen, rein weißen oder weißen Bullterriern mit Monokel nach, dass sie schnell mal zu Hautproblemen neigen, Allergien neigen. Paco bestätigte das, denn im Sommer hatte der immer recht schwere Probleme mit der Haut. Er bekam Ekzeme, Allergien. Meine Eltern mussten da ständig und regelmäßig im Sommer zum Tierarzt fahren und ihm eine Spritze geben lassen. So hatten die das im Griff. Im Winter war es okay, aber im Sommer bekam er Hautallergien. Außerdem wurde er im Alter von 10 Jahren langsam taub. Mit 13,5 Jahren hörte er überhaupt nichts mehr. Und das ist ebenfalls eine Sache, die man den rein weißen Bullterriern oder denen mit Monokel nachsagt, dass sie schnell mal an Taubheit leiden. Ich kann mich erinnern, da war er schon über 13 Jahre alt, wenn ich da kam. Er hörte mich überhaupt nicht mehr. Wenn ich da eintrat ins Haus meiner Eltern und er schlief irgendwo und ich alle begrüßte, er hörte das nicht. Dann ging ich zu ihm hin und berührte ihn sanft am Schenkel oder irgendwo im Körper. Und wenn er dann aufwachte und sah, dass ich da bin, denn er konnte ja nichts mehr hören, sprang er trotz seiner 13 Jahre noch auf und rannte 5 Minuten im Kreis herum. Bullterrier-Fans, Sie wissen das. Das ist eine Eigenschaft, die Bullies gerne mal tun. Ja. Also, Gesamtfazit dieses Hundes. Schauen Sie, für mich ist er optisch der beeindruckendste aller Bullterrier. Ja, das hat viel mit seiner Kopfform zu tun. Hier kommt es natürlich auf die Linie an, aber ich sah Bullterrier Rüden mit Riesenköpfen, liebe Zuseher, die derartig massiv waren, diese Schädel, dass sie auf den Körper eines 80 Kilo schweren Hundes gepasst hätten und hätten nicht klein gewirkt. Die Kopfform, diese pyramidenartigen Köpfe mit den tief eingesetzten Schlitzaugen, mit diesem Downface, der mächtige Fang, dazu dieses natürliche Steher. Wahnsinn, ja. Und wenn dann noch ein Bullterrier auf Sie zukommt mit 45 Kilo Gewicht und etwas über 50 Zentimeter Schulterhöhe, sind das wahnsinnig beeindruckende Hunde. Und ich gebe zu, ich bin normalerweise eher der Mensch, der auf die athletischeren Bullterrier steht. Doch beim Bullterrier, selbst beim Standard Bullterrier, neige ich persönlich eher zu diesen wirklichen Brocken. Die gefallen mir besser als die Arbeitslinie. Das ist bei vielen Rassen genau umgekehrt bei mir, aber beim Bullterrier gefallen mir diese richtigen Flecken. Gefallen mir besser. Das macht den Bullterrier für mich aus. Der ist optisch für mich der beeindruckendste aller Bullterrier. Ja, also Gesamtfazit, ein wahnsinnig toller Hund. Wenn da jetzt hier bei der Tür anklopfen würde und ich meinen Banditen nicht hätte, den ich noch hoffentlich sehr lange habe,
und einen Bullterrier Welpen in der Hand hätte und zu mir sagen würde, willst du ihn? Schwupps, ich hätte ihn. Also Bullterrier jederzeit würde ich meinen nehmen. Jederzeit. Ich sage Ihnen was, für wem ist der Hund geeignet? Ja. Es gibt da Pro und Kontras. Der Hund ist geeignet für Menschen, die sowohl sportlich sind, wie auch für Menschen, die weniger sportlich sind. Einen Bullterrier kann man schnell mal zufriedenstellen körperlich, möchte ich sagen. Anders als zum Beispiel einen Pit oder einen Amstaff ist der Bullterrier recht schnell zufrieden, wenn es um körperliche Betätigung geht. Tagesverfassungsgeschichte. Aber mit Sicherheit der genügsamste auf dem Gebiet aller seiner Geschwister. Ja? Also hier könnte er schon beides am Publikum ansprechen. Sowohl sportliche Menschen wie auch vielleicht etwas weniger sportliche Menschen. Schauen Sie, tun müssen Sie mit diesem Hund irgendwas. Ja? Und am Tag 5 oder 6 Mal 5 Minuten runtergehen würde ihm zu wenig sein. Gar keine Frage. Aber Sie müssen ihm nicht dauernd irgendwelche Aufgaben ergeben in der Manier, wie man es bei einem Border Collie zum Beispiel muss. Ja? Doch hält sich das beim Bullterrier meiner Meinung nach in Grenzen. Auf jeden Fall ein Hund, der schon in Hände gehört von Leuten, die wissen, um was es beim Thema Hund geht. Selbstverständlich kann Ihnen auch der freundlichste Bullterrier abrutschen. Und ein Bullterrier mit 45 Kilo Gewicht oder nur 30 Kilo Gewicht, ja, genügt. Ich weiß, was Hunde mit 30 Kilo für Energien freisetzen können. Auch weit leichtere Hunde können das. Da haben sich schon einige getäuscht, wenn 20 Kilo Hunde wirklich Vollgas gegeben haben. Ja? Aber das ist ein Hund, der schon mächtig Dampf hat. Ja? Also der kann schon wahnsinnig aufs Gas steigen. Hier sollten Sie schon wissen, was auf Sie zukommen könnte. Jeder Hund kann mal was machen, mit dem Sie nicht rechnen. Und Bullterrier, wenn die das tun, da geht schon einiges weiter. Also sollten Sie sich schon im Klaren sein darüber. Außerdem sollten Sie wissen, wie es um Thema Sozialisieren mit anderen Hunden steht. Damit der Bullterrier diese optimale Charaktereigenschaft ans Tageslicht bringt, für die er eigentlich auch berühmt ist. Denn viele wissen, dass Bullies sehr freundlich sind bei Begegnungen mit fremden Hunden. Generell, ja, wenn sie noch keine schlechte Erfahrung gemacht haben. Mit dem letzten Bullterrier, den ich getroffen habe, das ist erst einige Wochen her, während mein Hund ihm zu verstehen gab, komm her, komm, ich zeig dir, was ich drauf habe, sah ihm der Bullterrier an, mit fast schon grinsendem Gesicht und wackelnder Rute. Ja. Ich will dein Freund sein. Bullterrier sind oft so, aber es kann natürlich auch genau gegenteilig geschehen, dass der Hund wieder abrutscht, wegen schlechten Erlebnissen oder falschen Sozialisierens anderen Hunden gegenüber. Also das sollten Sie alles schon bedenken. Es ist ein wahnsinnig toller Familienhund. Absolut geeignet für kinderreiche Familien. Bullterrier. Mehr brauche ich da nicht sagen. Ein Schmuser, aufpassen. Hunde, die gern mal bei Ihnen anklopfen und fragen, darf ich ins Bett kommen? Hunde, die ein Traum sind zu Hause. Manchmal mehr zu spüren, manchmal weniger. Also wenn Sie Ihre 5 Minuten haben und die Wände entlang laufen, als wären Sie von einem Dämonen besessen, dann spüren Sie sie höchstwahrscheinlich mehr. Ja? Weil Wahnsinn. Bullterrier eben. Dicken manchmal aus im positiven Sinn und Ihnen laufen die Tränen vor Lachen runter. Doch ansonsten spürten Sie eigentlich weniger. Das Hauptproblem ist bei der Haltung eines Standard-Bullterriers, passen Sie auf. Sie müssen auf jeden Fall, wenn Sie sich so einen Hund nehmen, weil er Sie so begeistert, wie er mich begeistert zum Beispiel, wahnsinnig toller Hund. Sie müssen damit rechnen, dass Sie häufig nicht willkommen sind mit diesem Hund. Der Hund polarisiert. Der Bullterrier ist der am schnellsten erkennbare dieser, das ist so ein Kampfhund. Allein schon aufgrund seiner Kopfform. Ja. Also jeder oder die meisten Menschen verbinden diese Kopfform, also dieses Downface, das der Bullterrier zeigt, mit dieser Kampfhund. Viele behaupten ja, wenn sie auf einen Bullterrier treffen, das ist ja so ein Pitbull. Ja. Also die Leute, die sich nicht auskennen, betiteln Standard Bullterrier öfter als Pitbull. In Österreich hatten sie oftmals den Spitznamen, beleidigender Spitznamen möchte ich sagen, Sauhund oder Schweindelhund. Zurückzuführen auf ihre Optik. Viele dichteten ihm da eine Ähnlichkeit zu Ferkel an. Einige Bullterrier-Besitzer waren da schwerst beleidigt, andere wiederum nahmen das locker und lachten darüber. Ja. Also er polarisiert schon und oftmals in eine negative Art und Weise. Sie sind nicht immer willkommen mit so einem Hund und sind selbst schnell mal das Ziel von dem da. Ja, schau mal, das ist so einer. Ja, damit müssen Sie schon rechnen. Einige Leute stört das, andere stört das nicht. Schauen Sie, wenn ich es auf einen Bullterrier abgesehen hätte, wäre mir das egal. Ja, wer da irgendetwas sagt, das ist mein Hund, ich möchte den Hund haben und ich stelle mich da jeder Diskussion. Die können reden, was sie wollen. Aber es gibt eben Leute,
denen das nicht so gefällt. Und wenn Sie da ein Mensch sind, der diesbezüglich etwas sensibel ist, dann sollten Sie die Finger vom Bullterrier lassen. Denn oftmals erhalten Sie positiveres Feedback mit seinen Geschwistern, die eine etwas freundlichere Kopfform vorweisen oder eine etwas süßere Kopfform vorweisen. Ja? Denn süß ist der Kopf des Bullterriers eher nur für eingeschworene Bullterrier-Fans. Ja, auch für mich ist er süß. Ja? Andere sind oft fühlen sich abgestoßen bei dieser doch ziemlich einzigartigen, polarisierenden Kopfform. Ja? Also Sie müssen schon damit rechnen, dass Sie hier eher negatives Feedback erhalten, wenn Sie mit einem Bullterrier wo aufkreuzen. Sie verstehen schon, was ich meine. Aber wenn Ihnen das egal ist, kann ich Ihnen jeden Teil einen Bullterrier ans Herz legen. Ich möchte sogar sagen, dass er vielleicht der am einfachsten zu führende ist aller Bullterrier. Während Steffi, Amstaff und Pete eher Kanten zeigen können. Ist der Bullterrier hier vielleicht derjenige seiner Geschwister, der am meisten locker drauf ist. Individuell wissen wir, haben wir schon so oft durchgekaut, aber der Bullterrier ist der am ehesten keine Kanten zeigt. Davon bin ich überzeugt, zumindest habe ich es so erlebt. Ja, also der Einsteiger-Bulli, so kann man es nicht sagen. Kein Bullterrier ist ein Einsteigerhund. Ja. Aber vielleicht der einfachste Bullterrier. Der beeindruckendste für mich. Wahnsinnig tolle Hunderasse, was soll ich sagen. Ja. So viel zum Standard-Bullterrier, ein Top-Hund. Wahnsinnig toller Hund. Auch einer meiner Favoriten für alle Bullterrier. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.